Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei uns im Kunsthistorischen Museum in einem unserer Tizian-Säle. Die wunderbare Tizian-Ausstellung, die uns die vergangenen Monate begleitet hat, konnten hoffentlich viele von Ihnen genießen und vor Ort erleben. Dieses wunderbare Ausstellungserlebnis hat uns tatsächlich durch eine schwierige Zeit erfreut und durchgetragen. Denn das Jahr 2021 war erneut von der Pandemie geprägt und hat uns viele Einschränkungen gebracht. Aber das Jahr hat uns auch viel Freude gebracht, denn wir konnten im Museum viel Schönes erleben und wir möchten uns sehr, sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns auch in diesem Jahr die Treue gehalten haben. Denn Kunst und Kultur verbindet Menschen und trägt uns durch gute und durch schlechte Zeiten. Ich möchte Ihnen jetzt ein Bild aus unserer Tizian-Sammlung vorstellen, das ganz am Anfang unserer wunderbaren Ausstellung zu Tizians Frauenbild steht. Der besondere Rang der Tizian-Sammlung der Wiener Galerie liegt nicht nur in der großen Anzahl der Werke des Künstlers begründet, die hier vereinigt sind, sondern ebenso in der außergewöhnlichen Qualität der Werke und nicht zuletzt in der zeitlichen Spannweite dieser Reihe, in der sich Schöpfungen fast aller Entwicklungsphasen von Tizians Kunst, von den ersten Anfängen bis zum Spätstil des Greisenmeisters vorfinden. Das früheste Bild in dieser langen, 7 Jahrzehnte umspannenden Werkreihe in unserem Museum und zugleich eine der ersten erhaltenen Arbeiten Tizians überhaupt ist diese Madonna mit dem Jesuskind. Für die christliche Theologie ist Jesus Christus ganz Gott und ganz Mensch. Und ein Mensch beginnt als Kind, von einer Mutter geboren. Die Renaissance macht unser irdisches Leben zum Thema, so auch das menschliche Wesen Jesu. Die Malerei dieser Zeit hat das Thema der Maria mit Jesus unzählige Male behandelt. Die feinsinnige Beobachtung der emotionalen Regungen zeichnen die Marienbilder Tizians in besonderem Maße aus. Tizian hat den Charakter der idealen Hoheit der Gottesmutter und des zukünftigen Erlösers mit empfindsamer Menschlichkeit verbunden. Die Intensität der intimen Beziehung von Mutter und Kind findet hier in unübertroffener Vollendung ihren Ausdruck. Die seelenvolle Lebendigkeit der Darstellung wirkt unmittelbar auf das Gemüt der betrachtenden Menschen. Dabei spielt der persönliche Glaube nicht die wesentliche Rolle, um das Bild für sich selbst zu erschließen. Allein die Darstellung der Liebe zwischen Mutter und Kind ist wohl für jeden Menschen, gleich welchen Glaubens und Herkunft, nachfühlbar. Neu ist hier in der Zeit um 1510 die leuchtende, flockige Malerei, in der Licht, Farbe und Oberfläche zu einer Einheit verschmelzen. Die Landschaft links gibt die poetische Einstimmung zu dem Bild, ist gewissermaßen das Vorspiel. Im prächtigen Mantel der Madonna kehrt das Blau der fernen Berge wieder. Neu ist auch das Zusammenschließen der beiden Figuren zu einer großen Gesamtform, zu einem Ganzen. Formal geschieht dies durch die große gemeinsame Kontur, besonders aber auch durch eine grandiose Einfachheit und Ruhe der Bewegungen und emotional durch die gleiche Blickrichtung und das gemeinsame Hingegebensein an ein Gefühl. Die christliche Theologie kennt den Begriff der Vorsehung, womit auch das Wissen um die Passion Jesu einhergeht. Daher erklärt sich die melancholische Stimmung von Mutter und Kind. Sie wissen beide, was bevorsteht. Der Ernst des Gedankens spiegelt sich auch in der strengen, harmonischen Klarheit der Komposition wider. Damit bietet dieses sonst so elegante Madonnenbild von nahezu majestätischer Monumentalität die Möglichkeit zur privaten Andacht seines Bestellers, in dessen Wohnung es seinen Platz hatte. Auch wir sind bereits seit langer Zeit
mit düsteren Gedanken beschäftigt. Corona, Lockdown, Isolation, Alleinsein, Einsamkeit. Möge dieses innige Bild der Madonna mit Kind die Hoffnung nähren auf zukünftige persönliche Begegnungen innerhalb der Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, und wir freuen uns natürlich auch auf Begegnungen in unseren Museen. In diesem Sinne darf ich Ihnen allen gesegnete Weihnachtstage wünschen, schöne Weihnachten und einen guten Jahreswechsel und vor allem ein gesundes neues Jahr. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in unseren Museen.